Und da sind wir wieder bei Let's Play What Remains of Edith Finch. Wir haben in der letzten Folge mitbekommen, dass der psychisch sehr angeschlagene Louis Finch in der Fischdosenfabrik ums Leben kam. Ich denke, er hat so ein bisschen den Kopf verloren, wenn ich das mal so bösartig sagen darf. Er hat wohl auch ordentlich gezockt. Also hier mit 2 Monitoren, Gaming-Tastatur, eine Gaming-Maus, Gaming-Headset. Würde mich mal interessieren, was er so gespielt hat. Ei. Ein Rauchen kann man nicht. Kommen wir hier irgendwie noch anders raus? Nee. San Juan Ale. Ach, da haben wir noch was. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Dann gehen wir mal hier wieder raus, hätte ich gesagt. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Zeit, nach Louis' Tod das Haus zu verlassen. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Ehrlich? An dem Ort geblieben? Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? So, Backflips. Auch die Schrittgeräusche passen sich dem Ganzen an. Cool. But I understand why we left. Ja, na klar. Also hier oben ist ja sau cool mit der Aussicht aufs Meer. Andere bezahlen dafür viel Geld. Eine kleine Extraküche ist das. Also ich finde das sau cool. My mom ended up leaving everything Das ist halt behind. echt krass. Einfach alles zurücklassen. Ein komplettes riesiges Zuhause. Das macht man nicht einfach so. What happened that night had been coming for a long time. Oha. Ich glaube, es neigt sich so langsam dem Ende hier. Wir Maybe it should have come sooner. betreten jetzt unser eigenes Kinder- und Jugendzimmer, das sehr weit oben liegt. Und bis hierhin sehr liebevoll ausschaut. Schwanger wie wir sind, klettern wir jetzt wieder runter. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Die Erwachsenen streiten. Und ich suche mein Geschenk.
The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Vor was hat sie Angst? Vor dem Fluch? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Das sind wir wieder als wer auch immer, Edith Finch eventuell. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Das alte Haus. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Das ist normal. Geht mir auch so. Vor allem wenn es neblig ist. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Auf der Flucht vor irgendetwas. We both tried to make the best of it. Oh ja, das macht auch jeder, oder? Wenn es schön warm ist. A few years went by. My mom didn't like to talk about it.
but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was Nächste alone. Finch. Wahrscheinlich. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh nein. Eine weitere Finch, die wie auch immer verstorben ist. Und sie hat wohl einen Sohn geboren. Ja, und der Abspann mit Kinderfotos der Produzenten. Wirklich sehr, ja, mitreißend, diese Geschichte, die uns erzählt wird, die auch kein wirkliches Happy End hat, beziehungsweise nur so ein halbes Happy End. Die Finches sind nicht ausgestorben. Edith Finch hat noch einen Sohn zur Welt gebracht, der aber seine Mutter auch wieder in recht jungen Jahren verloren hat. Man sieht, wie vergänglich alles ist und dass man manche Geschichten lieber erzählen sollte, solange man selbst noch kann und nicht zu lange warten sollte, weil manche Dinge halt sonst auf ewig verloren gehen, was sehr schade wäre. Ja, was bleibt mir übrig noch zu sagen? Es war sehr, sehr kurzweilig. Die Geschichte nimmt einen doch sehr mit und man denkt auch drüber nach, wenn man vom Rechner weg ist. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zusehen. Es sind jetzt, glaube ich, nur 9 Folgen geworden. Die Spielzeit beträgt so 2 bis 3 Stunden höchstens. What Remains of Edith Finch könnt ihr auf Steam für 20 € bekommen. Ist es auf jeden Fall wert. Ich glaube, die Geschichte, die da einem erzählt wird, die reißt einen wirklich mit und man ist mittendrin. Zum Teil sehr, sehr skurril, auch was man selbst steuern muss und so. Grafisch wirklich sehr, sehr schön. Und selbst für so einen Abspann
Also sehr, sehr kreativ. Ziemlich abgedreht. Was Annapurna Interactive hier uns so präsentiert hat. Da habe ich jetzt gerade noch ein bisschen Zeit, um euch zu sagen, dass die Let's Plays hier auf diesem Kanal weitergehen werden. Da sind so ein, zwei Projekte am Start, die bestimmt sehr, sehr interessant werden. Da wird es auch ein Let's Play Together geben, bei einem sehr, sehr bekannten Game, in dem ich ein völliger Noob bin, weil ich es noch nie in meinem Leben gespielt habe, aber Milliarden andere, auch ganz viele Let's Player. Das zweite Projekt, ja, ist auch eher so ein Indie-Game. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitgleich angehe. Das wird mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen knapp. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es hier so gut ankam. The End. Damit soll es das hier gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.